Sahana bhavatu sahano punaktu saha viryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Good morning, all. Guten Morgen euch allen. I'm going to give you the whole truth, nothing but the truth, and only the truth. Ich gebe euch nur die Wahrheit, nichts anderes als die Wahrheit und wirklich nichts It is anderes als die Wahrheit. counterintuitive. Not anything that you would expect, not anything that you could possibly know. Und es ist ein bisschen ja gegen das Angenommene, das ist nichts, was du wahrscheinlich wissen könntest und annehmen würdest. Danke dir. I will be speaking from the Upanishads and from the teachers, from the gurus. Ich werde von den Upanishaden aussprechen und von den Lehrern, von den Gurus. The insights of this wisdom teaching is such that it's not anything that we can know naturally, not with any of our senses, not with our reasoning. Die Einsicht dieser Weisheitslehren ist nicht, was wir mit unseren Begründungsmitteln, was wir einfach so verstehen könnten. Yet it is an experiential truth for all of us. Aber dennoch ist es eine erfahrende Wahrheit für uns alle. It exists here and now. There is nothing to do there's nothing you can do to make this realize, to recognize this. Es existiert hier und jetzt. Es gibt nichts, was du eigentlich tun könntest, um das zu verwirklichen. The Upanishads, the gurus, and to the best of my ability, will point to it, will give you a place to look, a place to discover who you are, free of all the struggle of life. Die Upanishaden und auch ich werde zu meinen besten Möglichkeiten versuchen, einfach darauf hinzudeuten, was die Upanishaden meinen. What a wonderful thing to come to get that yoga. This is what a wonderful thing to get in your vacation. Das ist doch eine super Sache, die man da bekommt in eurem Urlaub. One giggle I got out of that. We make a fundamental error. It's a human nature to make this fundamental error. Wir machen einen grundlegenden Fehler, das liegt in der menschlichen Natur. It's innate. It's beginningless. Das ist einfach ohne Anfang. If you find yourself with a body, it's an error. Wenn du dich selbst mit deinem Körper vorfindest, das ist der Fehler. What is this body? Was ist dieser Körper? This body is matter, is material. We said yesterday it's kitchery. Was ist dieser Körper? Dieser Körper ist Materie. Gestern haben wir gesagt, er ist Kitchery. German kitchery and sauerkraut. Deutsches Kitchery und ein bisschen Sauerkraut. That's all this body is it not? Das ist alles, was der Körper ist. Ist doch so, oder? And what's the mistake? Now, that's not an error. That's just a fact, is it not? Das ist jetzt noch nicht der Fehler. Das ist einfach eine Tatsache. Ist doch so. So what is the error? Was ist denn dann der Fehler? The error is that we take this body to be who we are. Der Fehler ist, dass wir diesen Körper als das annehmen, was wir wirklich sind. There's nothing conscious about matter. Es gibt kein Bewusstsein bezüglich der Materie. But yet I'm conscious, I'm sentient, I'm intelligent. Aber ich bin doch bewusst, ich bin empfindsam, ich bin intelligent. How can I make this mistake? How can I take something that I'm not for that which I am? Wie kann ich dann also diesen Fehler machen? Wie kann der mir unterlaufen? Wie kann ich mich als etwas annehmen, was ich nicht bin? The body, I observe the body, don't I? The body is an object to the knowing me. Ich beobachte den Körper. Der Körper ist ein Objekt des mir Bekannten. The object cannot be the subject. Objekt kann doch nicht Subjekt sein. The subject can never be an object. Das Subjekt kann niemals das Objekt sein. Yet we do it anyway.
We make this mistake anyway. Wir machen diesen Fehler einfach so. We mix up that which, the nature of which has nothing to do with the subject of which. Wir vermischen einfach dann die Natur dessen, was nichts mit dem Subjekt ihrer zu tun hat. Consciousness is never matter. Matter is never consciousness. Bewusstsein ist niemals Materie, Materie niemals Bewusstsein. There is no intelligent sauerkraut. Es gibt kein intelligentes Sauerkraut. Yet, we take sauerkraut to be who I am. Und dennoch nehmen wir das Sauerkraut für das, was wir sind. And that's not enough. What do we do with the sauerkraut? Und das ist noch nicht mal alles. Was machen wir dann noch mit dem Sauerkraut? We dress it up. We comb our hair nicely. We put makeup all over the sauerkraut. Was machen wir mit dem Sauerkraut? Wir bekleiden es schön. Wir machen die Frisur des Sauerkrauts, stylen wir. We shave or perhaps don't shave. Vielleicht rasieren wir es, vielleicht auch nicht. It's all mixed up. Das ist einfach alles durcheinander, alles vermischt. And not only that, it makes us, not only do we mix up the subject and the object, but because of this confusion, we take ourselves to be individual identities opposed to all the other identities. Und nicht nur, dass wir das vermischen, aber aufgrund dieser fälschlichen Identität nehmen wir uns als verschieden wahr von allen anderen Identitäten. I'm here, you're there. Ich bin hier und du, ihr seid dort. You are all my objects of attention. Ihr seid alle meine Objekte meiner Aufmerksamkeit. Different than me. Verschieden von mir. I relate to you. Ich setze mich in Bezug zu euch. If I say something and you laugh, I'm happy. Wenn ich etwas sage, ihr lacht, dann bin ich glücklich. If you hang on the words that I'm speaking, I feel like I'm communicating to you. Und wenn ihr diesen Worten, die ich spreche, wenn ihr denen irgendwie zuhört, anhängt, dann denke ich kommuniziere mit euch. If you give me a sidelong glance, I get offended. Und wenn ihr mir dann ein langes Gesicht zieht, dann fühle ich mich ein bisschen angegriffen. If I love you and something bad happens to you, I feel bad. Wenn ich euch liebe und euch passiert etwas Schlechtes, dann fühle ich mich schlecht. And what am I relating to? Zu was setze ich mich denn da in Beziehung? I'm relating to the individuality of you, the individuality of me, that is a mistake, is an error. Und ich beziehe mich da auf eure Individualität aus meiner Individualität heraus. Und das ist der grundlegende Fehler. So what is this consciousness that we're talking about? Was ist jetzt dieses Bewusstsein, über das wir sprechen? Well, it's all throughout experience. We don't experience anything that is free of consciousness. All das zieht sich durch die Erfahrung hindurch. Wir erfahren nichts, was nicht Bewusstsein wäre. That which is always present when I'm present has to be of my nature. Das, was immer gegenwärtig ist, wenn ich gegenwärtig bin, das muss doch meiner Natur sein. If something changes, it's not my nature. Wenn sich etwas ändert, kann das nicht meine Natur sein. Fire is always hot. Feuer ist immer heiß. No one has ever seen cold fire. Niemand hat jemals kaltes Feuer gesehen. You can throw something into the fire, some kind of chemical, and all of a sudden the fire looks green. Man kann gewisse Chemikalien ins Feuer hineingeben und dann schaut das plötzlich grün aus. Or red. Oder vielleicht auch rot. You throw something else in there, it looks red. Wenn du was anderes hineinwirfst, dann schaut es vielleicht rot aus. That's an accidental, they call it an accidental attribute. It's changing. It's not the nature of fire. That color is not the nature of fire. Und diese Farbe ist nicht die Natur des Feuers. Wir nennen es ein unfallhaftes Attribut. So too with us. Und so ist es auch mit uns. Sometimes you wake up and you have, at least in America, we call a bad hair day. Manchmal wacht man einfach auf und im amerikanischen Englischsprachigen sagt man, okay, man hat einen schlechten Haartag, also man ist ein bisschen nicht so gut drauf. It can ruin the whole day for you. Und dann ist der ganze Tag schon für dich ruiniert. But then you go home at night, you wash your hair, you put it in rollers, you color it, I don't know, you go to the hair cutters and make a trim.
get a trim. Aber dann kommst du abends nach Hause und vielleicht färbst du dir die Haare oder du gehst vielleicht auch zu deinem Friseur oder du machst eine kleine Dauerwelle hinein, vielleicht sowas. And you wake up the next day and it's a good hair day. Und am nächsten Tag wachst du wieder auf und das ist ein guter Haartag. Your day is made. Und dann passt dein Tag. It tells you that which changes is not who you are. Es sagt uns doch das oder sagt euch das, dass das, was sich ändert, bist du, sind wir nicht. Look at us when we were kids. Schaut euch einmal an, als wir Kinder waren. We had all sorts of changes in our minds, silly little things. We played with toys. We ran all over the place. We only ran. Wir hatten all diese verändernden Gedanken permanent in unserem Kopf. Wir haben mit diesen kleinen Spielzeugen gespielt. Wir sind die ganze Zeit gerannt, all sowas. But we were always conscious of who we were. Everything else was changing, was moving. Aber wir waren uns permanent dessen oder der wir sind gewahr. Alles andere hat sich geändert, wir nicht. That consciousness, that awareness of the changes is always the same. That which we're aware of changes, but the awareness does not. Dieses Bewusstsein oder dieses Gewahrsein dessen, was sich ändert, das ändert sich niemals, das ist permanent präsent. I am aware of myself now, no different than when I was aware of myself as a child, as a silly little child that was half the size of what I am now. Ich bin mir jetzt meiner selbst gewahr und dieses meiner selbst jetzt Gewahrsein ist kein anderes Gewahrsein als dessen, dass ich mir gewahr war, als ich ein kleines, dummes Kind war. We go to sleep and we dream. Wir schlafen ein, da träumen wir. The dream is a fantasy, but we are aware. The awareness stays the same no matter what the dream is. Der Traum ist eine Fantasie, aber wir sind uns dessen gewahr und egal wie der Traum auch sein mag, das Gewahrsein bleibt. No different than the awareness now. Und das ist auch kein Unterschied von unserem Gewahrsein jetzt. Now you're aware of the words I'm speaking, you're aware of everyone around. It seems real, but it changes. Jetzt seid ihr euch der Worte gewahr, die ich hier spreche. Ihr seid euch der Menschen um euch herum gewahr. The awareness is always with you, whether you're waking or whether you're dreaming. Das Gewahrsein ist immer mit euch, ob man schläft oder ob man wach ist. Whether you're sitting here and listening to me or whether you're in the dining room eating, the awareness is always there. Das Gewahrsein ist immer da, ob ihr jetzt hier sitzt, mir zuhört oder ob ihr im Speisesaal seid. But because we mix up this awareness with the object, the subject we mix up with the object. Aber weil wir das Gewahrsein vermischen, wir vermischen Subjekt und Objekt. That we take the subject to be the object. Und so nehmen wir das Subjekt als Objekt an. And therefore whatever happens to the object happens to us. Und aufgrund dessen, was immer dem Objekt widerfährt uns. We have bad hair days. Wir haben diese schlechten Haartage, wir werden krank. We grow old, my God. Wir werden alt, oh mein Gott. We dress it, we do everything to the object and think we're doing it to ourselves. Wir machen alles bezüglich des Objekts und denken, wir machen es für uns. And what's the result of all this? Was ist das Ergebnis all dessen? We're never satisfied. Wir sind niemals zufriedengestellt. We always want to make the object better. We want to make it fulfilling. We want it to be satisfying so that we can be happy. Wir möchten das Objekt immer besser machen. Wir möchten es einfach noch erfüllender haben, damit wir glücklich sein können. You will never be happy as an object. Aber als Objekt werdet ihr niemals glücklich sein. You'll have to die. Dafür musst du sterben. That's the consequence of mistaking the subject for the object. You die. Das ist die Konsequenz, wenn man Subjekt und Objekt vertauscht. Du wirst sterben. So what do you do? How do you change this? How do you make it so that you can have the fulfillment that you're looking for? Und was kann man jetzt machen, das zu ändern, dass man die Erfüllung findet, nach der man schaut, nach der man sucht? You have to correct the error. Man muss den Fehler korrigieren. I'm not an object. Ich bin nicht ein Objekt. Well, saying it just isn't enough.
Aber das nur zu sagen, ist nicht genug. But now listen, you're listening to me. I'm all wearing white here. I'm standing. I have gray hair. I've done this a while. I'm a great authority. You're not the body. Und jetzt hört ihr mir zu, ich bin hier in weiß gekleidet, ich habe mein graues Haar, ich mache das schon wirklich lange. Ich spreche darüber, dass ich nicht der Körper bin, ich bin diese Autorität diesbezüglich. Oh, thank you, Chandra. I'm so happy you've informed me of this. I'm finished now. Chandra, ich bin dir so dankbar, du hast mich diesbezüglich informiert, jetzt ist es getan, ich bin fertig. No, you need more, don't you? It's not enough. Aber nein, da braucht es ein bisschen mehr, das ist noch nicht genug. Maybe someone else has to tell you. Vielleicht muss es dir jemand anders sagen. What has to happen is that you have to make this important enough to you. Was passieren muss, es muss passieren, dass du das wirklich als wichtig genug für dich annimmst. You have to see the emptiness of our best pursuits. Ihr müsst einfach die Leerheit aller unserer besten Unterfangen sehen. Oh, I know what I'll do. I'll get married and have a couple of kids. Ich weiß, was ich mache. Ich werde heiraten und werde einige Kinder bekommen. That will fulfill me. I'll feel good now. Das wird mich erfüllen. Jetzt fühle ich mich gut. Well, you've had the couple of kids and you're still longing for more, so you have a couple more kids. Du hattest also ein paar Kinder, aber du sehnst doch nach mehr und dann wirst du noch ein paar weitere Kinder bekommen. Well, listen, the kids aren't doing it for me. I need more money. Wenn es nicht die Kinder mir dieses Glück bringen, was brauche ich dann? Ich brauche mehr Geld. I'll get a better job. Ich werde eine bessere Arbeitsstelle finden. We do everything to fulfill us as an object. We have nowhere else to look. That's the problem. Das Problem ist, wir haben nirgendwo anders können wir hinschauen. Wir schauen einfach alles so, dass wir uns als Objekt erfüllen. I'm skipping around a bit here, but Ich springe hier so ein bisschen hin und her. all of our efforts will be in vain. There is nothing we can do to change who we are. Alle unsere Anstrengungen werden letztlich umsonst sein. Es gibt nichts, was wir machen können, um zu ändern, wer wir sind. Even in yoga, you can do all the yoga you want. It's not going to change who you are. Every effort you make only affirms the fact that you're taking yourself to be someone that you're not. Selbst im Yoga können wir uns nicht wirklich verändern. Was auch immer für ein Yoga wir ausüben, das können die Tatsache, wer wir wirklich sind, nicht ändern. Das kann es nur bestätigen. Hours and hours of meditation and pranayama and doing hatha yoga standing on your head. You feel good. Stunden um Stunden von Meditation, Pranayama, du stehst auf deinem Kopf, das wird dich gut fühlen lassen. My wife will go to a yoga class and then come home and see me. Und wenn meine Frau zu einer Yogastunde geht, dann kommt sie nach Hause und sie sieht mich. Chandra, you didn't do the dishes. Chandra, du hättest den Abwasch machen können. Chandra, I'm so peaceful. Don't do anything to disturb my peace. Chandra, jetzt bin ich in solchem Frieden. Bitte mache nichts, mich in diesem Frieden zu stören. And she gets angry with me. Und dann wird sie ein bisschen böse. It's changeable. No matter what you do, it's changeable. Egal, was du machst, all das ist veränderbar. What yoga does for you is it prepares you. It prepares your mind for this kind of introversion. Was Yoga für dich macht, ist einfach, es bereitet deinen Geist vor diese Art der Innenansicht. It will, first of all, it will turn you within. It will take your attention away from objects and turn it inside. Introvert. Was es zunächst machen wird, es wird deinen Blickwinkel, es wird dich nach innen kehren und zurück, also jenseits von dem Außengerichteten, weg zu dir nach innen. That's not enough. Aber auch das ist nicht genug. It will make your mind quiet and subtle. Es wird deinen Geist ruhig und subtil machen, fein. A subtle mind is able to understand, is able to introspect, is able to observe. Und ein subtiler, feinfühliger Geist, dem ist es möglich, nach innen zu schauen, zu beobachten. And it will give you a quiet mind. The quiet mind is a restful mind that can observe. Es wird dir einen ruhigen Geist geben, ein ruhiger Geist, der kann beobachten. But none of the efforts is going to change this confusion we have about the subject and the object. Aber keiner dieser Anstrengungen
wird diese Verwirrung, die wir bezüglich Objekt und Subjekt haben, für uns lösen. All the actions are doing is affirming your individuality, the separation you have from everything else in the world. All die Anstrengungen, die wir unternehmen, wird letztlich nur deine Individualität als dich bestärken, als du verschieden vom Rest der Welt. Let's look at consciousness a little bit here. Lasst uns noch ein wenig ins Bewusstsein hier hineinschauen. First, let me, before I do that, what needs to be done is you need to see the fallacy of trying to attain fulfillment from objects. Was zunächst vonnöten ist, ihr müsst versuchen einfach zu sehen, dass die Erfüllung mittels Objekte niemals glücken wird. Understand also, when we say objects, I'm also referring to your thoughts. Wenn ich über Objekte spreche, dann beziehe ich das auch auf eure Gedanken. You are aware of your thoughts. They are an object to the knowing self. Ihr seid euch eurer Gedanken gewahr. Gedanken sind Objekte eures bekannten Selbst. Nobody just is depressed. We are aware of our depression. Niemand ist einfach nur deprimiert oder depressiv. Wir sind uns dessen gewahr. Nobody just laughs and is happy. They're aware of their happiness. Niemand lacht einfach und ist glücklich. Nein, diejenigen sind sich ihres Glücks gewahr. Our thoughts are objects to us no less than the body is an object to us. Unsere Gedanken sind Objekte, also für uns nichts anderes als unser Körper. What's there is consciousness. The thoughts are constantly changing. Was da ist, ist das Bewusstsein. Die Gedanken ändern sich immer zu. What changes is not who we are. What changes doesn't even really exist. Was sich ändert, sind nicht das, was wir wirklich sind. Was sich ändert, existiert nicht mal wirklich. Just a phantom, an imagination even. Das ist einfach nur eine Vorstellung. Take it to dream. Nimm es einfach in den Traum hinein. Look at all the thoughts that run through our mind in dream, all the phenomena that we take, that we observe in dream. Schaut euch einmal den Traum an, all die Phänomene, all die Gedanken, die durch unseren Geist rennen im Traum, die wir beobachten. At the time of dream, they seem real to us, don't they? Während des Traumes erscheinen die uns sehr wirklich. A nightmare is real at the time of the nightmare to us. Ein Albtraum ist zur Zeit des Albtraumes, fühlt sich für uns sehr wirklich an. We're unaffected, but we think that we're scared. We think that this is a frightening situation. Der Albtraum hat nicht wirklich eine Auswirkung auf uns, aber wir denken, dass es für uns eine gefahrvolle Situation darstelle. It wakes us up. Wir wachen davon auf. And we look at the occasion of the nightmare and we say, oh, it changed. It's just a phenomena. It's not real. Und dann schauen wir uns den Albtraum an und sagen, oh, es hat sich geändert. Es war nur ein Phänomen, er ist nicht wirklich. Look at everything that we do even while we're waking. Schaut euch das an, was wir machen, selbst wenn wir wach sind. Before this class, where were you? You were here, sitting in meditation? Vor der Klasse, was habt ihr gemacht? Wart ihr hier? Habt ihr in Meditation gesessen? Like the nightmare, it's over. It's just a thought, just a memory. Einfach so wie der Albtraum ist auch das jetzt vorbei. Es ist nur noch ein Gedanke, eine Erinnerung. In a little while, with God's grace, I'll stop talking and you guys will go out and you'll eat your dinner. Und aufgrund Gottes Dankbarkeit wird es so sein, dass in ein paar Minuten irgendwann werde ich hier aufhören, gesprochen zu haben. Ihr werdet Mittag essen. And this will no longer be real. Will no longer appear. It will no longer appear to us as real. Und dann wird all das hier nicht länger uns als wahr erscheinen. This moment that we're looking at here, it's constantly changing. Den Moment, den wir uns hier anschauen, der ändert sich immer zu. This fellow just changed the position of his hands. That woman just changed. This young lady is yawning. My God, I better say something cute. Der Teilnehmer hat einfach seine Position gerade gewechselt, die Hände anders gehalten und sie gähnt. Oh Gott, vielleicht sollte ich besser was anderes sagen. Constantly changing. What appears to us is constantly changing. Was uns erscheint, ändert sich immer zu.
Just like that nightmare, just like that dream, it changes. Einfach so wie dieser Albtraum, es ändert sich. It's only the moment, this exact moment, that we think is real. Es ist einfach nur dieser Moment, dieser eine wirkliche Moment, von dem wir annehmen, er ist wirklich. Not that we think is real, that appears real. Es ist nicht so, dass wir denken, dass er real wäre, sondern er erscheint uns wirklich. We think the whole thing is real. Oh, I was meditating here, that's real. Wir denken, die ganze Sache ist wirklich. Wir denken, wow, ich habe hier meditiert, das ist wirklich. I was meditating here before, I was sitting, I know that was real. Ich habe ja auch vorher schon meditiert, ich habe hier gesessen, ich weiß, das ist auch wirklich. But if it's real, where does it exist? Aber wenn es wirklich ist, wo existiert es? The only place that it exists is where? It doesn't exist. We think that it exists in Wo our ist der mind, the einzige memory. Ort, an dem es existieren könnte? Wir denken, es existiert, aber wo? In unserem Geist, in unserer Erinnerung. But what is this memory? This memory is not. It has a semblance to what happened, but it is not what exists. Aber was ist diese Erinnerung? Okay, diese Erinnerung sammelt die Dinge ein und bewahrt sie auf, aber es ist nicht das, was es wirklich ist. The young lady yawning back there was just an appearance. It finished. It only exists in my mind. Die junge Dame, die da gähnte, das war einfach nur eine Erscheinung und sie ist nur in meinem Geist erschienen. Just like what? Das ist einfach genau wie? Just like a dream, isn't it? Es ist doch einfach nur so wie der Traum, ist es nicht so? The dream only exists in your mind and it's changing. Der Traum existiert nur in deinem Geist und er ändert sich. You can't hold on to the dream. You can't hold on to the nightmare. You can't hold on to the meditation that happened before. Du kannst den Traum nicht festhalten, du kannst den Albtraum nicht festhalten und du kannst auch die Meditation, die vorher passierte, nicht festhalten. The only thing that exists is that consciousness. You are conscious of something. The subject is conscious of an object and taking that object to be what it is, who you are, what is real. Das Einzige, was existiert, ist das Bewusstsein. Das Subjekt nimmt das Objekt an als Erfahrung dessen, was wirklich ist. But it changes. The consciousness will still there. The consciousness was there during the nightmare. The consciousness was there during meditation. The consciousness I pray to God is here now. Das Bewusstsein, das bleibt stetig da. Das war im Traum da, das ist in der Meditation da. Das Bewusstsein, das jetzt zu Gott betet, ist permanent da. But all the content of consciousness changes. Aber all der Inhalt des Bewusstseins ändert sich. I am aware of it. It is an object to the ever constant consciousness. Ich bin mir dessen gewahr, es ist ein Objekt für das immerwährende Bewusstsein. Nothing exists, nothing happens free of consciousness. Nichts existiert, nichts passiert unabhängig von Bewusstsein, frei vom Bewusstsein. Just like throwing the colors into the fire. The fire stays the same. The fire does not change. The appearance of the fire is changing. Das ist gerade so, wie wenn die Farbe ins Feuer hineingeworfen wird. Das Feuer ändert sich nicht, nur die Erscheinung, die Farbe des Feuers ändert sich. Am I getting through to you? Is this making sense? Macht das Sinn für euch? I have a question. Es wird nur viel über Bewusstsein, Gewahrsein, Subjekt, Objekt oder auch gestern war es der Beobachter oder der Zeuge. Now you spoke a lot like on the consciousness, like and on the witness, on being aware. Yes, all of that. I didn't hear. Oh, I'm sorry. Okay, now you have spoken a lot like on consciousness, on awareness, on being aware, and yesterday you spoke on the witness and being a witness. Genau, die Frage ist, worin unterscheidet sich das unbewusste Beispiel, ich nehme meine Wut nicht wahr, aber dann kann ich bewusst werden und meine Wut wahrnehmen. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Bewussten und dem Beobachter oder dem Zeugen? Gibt es da einen Unterschied oder gibt es den nicht? And so now, what's the difference, if there's a difference at all? I mean, like, for instance, like I'm not completely aware of my anger, but then somehow I can be aware of it. I can make myself aware of it. So what's the difference in between being aware, becoming aware, being the witness? Something like that? What's the difference becoming aware of my anger and being the witness who witnesses
Ja. I am It's Well, the witness same. is the same process. Being aware of anger and witnessing anger is the same, is it No, not? I think like the question was like also like the process of becoming like well, I'm not aware of my anger. Sorry, ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. I'm not aware of my anger, but somehow there is the witnessing I'm not aware of my anger and becoming aware of my anger. Like the witness behind who is being aware all the time of the process that comes into my awareness, into my Well, but I mean, it's the same as everything else. Let's just let's use something more concrete. We're aware of sitting here, and in a little bit we'll be aware of getting up and moving, isn't it not? Is Das that ist the einfach same? das Gleiche, das ist nur, wird dann ein bisschen konkreter. Jetzt sitzen wir hier und sind uns dessen gewahr, in einer kleinen Weile werden wir aufstehen und uns dessen gewahr sein. Ist es nicht dasselbe? Ich kann ihm zuhören und bin mir bewusst, was er mir sagt, und gleichzeitig bin ich mir meiner Gedanken bewusst, die mir sagen, dass ich denke, meine Frage wird nicht verstanden, aber das ist doch nicht der... Yeah, yeah. Well, the thing is, now I'm sitting here and I'm listening to you and I'm aware of listening to you, but at the same time, I'm aware also of my thoughts. And my thoughts are telling me, okay, my question won't be understood. But like this being aware of that my question won't be understood is like not the witness, isn't it? Yeah, it's. I mean, it's the witness that is aware of all the phenomena that's going through. This consciousness is, just for those that weren't here, this consciousness that we speak of is witnessing. It's the nature of consciousness to be aware. So whatever occurs to consciousness, it's aware of that which is occurring. Für die, die gestern nicht da waren, das Bewusstsein ist das, was bezeugt dessen, was man sich gewahr ist. Let's do a little thought experiment here. Lasst uns ein Sit kleines up, if you would, please, Gedankenexperiment and machen. close your eyes. Setzt euch bitte einmal aufrecht hin, schließt eure Augen. Let's take a moment here and just watch your breath for a moment, just for a couple of minutes. Nehmt euch einen Moment Zeit und beobachtet einfach euren Atem. Now, even just closing your eyes, Schließt einfach eure Augen. what's the presence there? Und was ist euch gegenwärtig? Maybe you're sitting without any thoughts, Vielleicht sitzt ihr da ohne jedweden Gedanken, but you're sitting with the awareness that there is no thoughts. aber ihr sitzt im Gewahrsein dessen, dass keine Gedanken da sind. You don't have to tell yourself there are no thoughts. Ihr müsst euch nicht sagen, dass keine Gedanken da sind. You can observe that there's no thoughts there. Ihr könnt beobachten, dass keine Gedanken da sind. You're observing that there's an absence of object. Your eyes are closed. I'm aware of darkness. Ihr beobachtet die Abwesenheit der Objekte. Es ist die Dunkelheit, es sind keine Objekte da. Now imagine the same status, lying in bed, covered with your blankets. Stellt euch einfach dasselbe Stadium vor, denselben Zustand, wenn ihr im Bett liegt und zugedeckt seid. And now you're going to sleep. Und dann werdet ihr schlafen. Perhaps there's a few thoughts running of the day's activities, the residues. Freud calls it the day's residue is floating through your mind. Vielleicht fließen da einige Gedanken durch euren Geist, was am Tag passiert ist. And then you fall into sleep. Und dann fallt ihr in den Schlaf. You're not aware that you've fallen to sleep. Ihr seid euch dessen nicht gewahr, dass ihr in den Schlaf fallt. But there's a dream that begins. Und dann beginnt dieser Traum. You're floating in the air. Ihr schwebt in der Luft. Enjoying the floating. Ihr genießt das Schweben. Going nowhere in particular, but just it's a dream. It's just
a fantasy in the mind. Nirgendwo speziell geht ihr hin, es ist einfach ein Traum, eine Fantasie im Geist. And now imagine what the deep sleep is like. You're in deep sleep and there's no floating, there's no world, there's no day's residue. Und dann stellt euch vor, was der Tiefschlaf ist. Was ist der Tiefschlaf? Da gibt es keine Träume, da gibt es nichts, was am Tag erledigt werden wollte, nichts. But there is awareness there. There's awareness of absence. Aber es gibt doch das Gewahrsein der Abwesenheit. But the question here is what stays the same? Doesn't this moment that we're experiencing now, doesn't this experience, this darkness, this emptiness, this absence of everything, doesn't that stay with us? Isn't that the consciousness that abides in all three states? Aber ist nicht das Gewahrsein der Abwesenheit dessen, was wir jetzt wahrnehmen, ist nicht das, jenes Gewahrsein, all das, was sich durch alle drei Zustände hinweg durchzieht? Now open your eyes. Und dann öffne deine Augen. What happened to that awareness with the eyes closed? Was ist jetzt mit diesem Gewahrsein passiert, das da war, während die Augen geschlossen sind? It appeared to change. It appears to be different, doesn't it? Es erscheint, als ob es sich verändert. Es erscheint jetzt verschieden. But it really doesn't. It really isn't. Aber wirklich ist es nicht so. This is not a fair experiment because the darkness was an object to a knowing self. Es ist eigentlich nicht das wirkliche Experiment, denn auch die Dunkelheit war das Objekt unseres bekannten Selbst. If we know it, if we're aware of it, it's not the self. Wenn wir es kennen, wenn wir uns dessen gewahr sind, ist es nicht das Selbst. But the presence, we're aware of the presence. The presence is always there. The self cannot be known. If it's known, it's not the subject. Aber wir sind uns der Präsenz, der Gegenwart da. Das Selbst kann nicht gekannt werden. Wenn wir es kennen können, ist es das Objekt. Es kann nicht das Selbst sein. All we're doing is pointing out. We're just pointing to who you are. We can't point to the self. It's not something that we can point at. Wir deuten nur stets darauf hin, was wir sein können, auf das Selbst. Wir können es nicht wirklich kennen. Is more and more and more remove the mistakes. Alles, was wir machen können, immer mehr den Fehler beseitigen. Oh, well, I woke up this morning and it's a bad hair day. My God, I'm miserable. Oh, I remember what Chandra said. I'm not the hair. Ich bin heute Morgen aufgewacht, so ein schlechter Haartag, ein Bad Hair Day. Oh Gott, geht's mir schlecht. Ich erinnere mich, was Chandra gesagt hat. Yeah, it's going to be a bad hair day, but that really is going to change tomorrow. It'll be cool. Und es wird heute ein schlechter Haartag sein, aber morgen wird das anders sein, das wird sich ändern, dann wird es wieder cool sein. Little by little, it's just a maturity. As we grow up, we learn to remove the affectations, the afflictions, the separations, the pains of our life, just because we become wiser, we know ourselves better. Es ist einfach nur die Reife, wenn wir wachsen, dann kennen wir unser Selbst besser und sind nicht mehr von den Schmerzen des Lebens so sehr beeinträchtigt. But without the teacher, without the text and the teacher, we can't possibly know the self that's free from all of this. Aber ohne den Lehrer oder ohne die Hilfe des Lehrers und der Schriften können wir das Selbst nicht wirklich kennen. And yet it is nothing to attain. There's nothing we can do, nothing we have to do, nothing we're able to do to understand the self, to know the self. Und doch ist es nichts, was wir erreichen können, was wir machen können, damit wir das Selbst verstehen und es kennen. The text just instructs us to observe, to be aware.
Die Texte weisen uns einfach an, dass wir uns gewahr sein mögen, dass wir beobachten mögen. Let's take some questions. Und dann lasst uns jetzt ein paar Fragen beantworten. Das ist vielleicht irgendwie eine Frage aus dem Objekt heraus. Ne? Also wie, wenn ich nichts tun kann, um das Subjekt wahrzunehmen. So if I cannot, maybe like it's a question out of the object, or like out of the object. If I, was, wenn ich nichts mache? Ich kann ja nichts tun, um das Subjekt wahrzunehmen. Ja. In dem Augenblick, wo ich es wahrnehme, ist es Yeah, das Objekt. yeah. Well, I cannot do anything like to be aware, to get the subject, because like in the moment I get it, like it's the object. Woher weiß ich, dass es das Subjekt überhaupt gibt? So then, where do I know from like the subject even is existing, is even existing? Konstrukt meines Maybe it's just a construct of my mind. The subject, you mean? How can I be aware of it? I cannot be aware of it. Can you say you don't exist? Kannst du sagen, du existierst nicht? Ich kann sagen, dass ich meine Gedanken wahrnehme, ich kann sagen, dass ich meinen Körper spüre oder also ich kann eine Erfahrung von etwas machen und das bestätigt mir aber nicht meine Existenz. Ne? Das ist ja nun, ist ja alles Maya, ne? Ist ja alles Illusion. So in a way, it's all illusion, it's all Maya. Of course, like I can be aware like of my thoughts, I can be aware of like feeling my body, but maybe it's just an illusion as well. It's all Maya. But I don't understand. So what's the point then? Aber was ist dann? Ich verstehe es nicht ganz. mean, Auf was ist dann dein the Punkt, den du subject machen is Maya? möchtest? Well, even myself, I don't understand. He says. I don't understand. I mean, we can negate everything, but we can't negate ourselves. Wir können alles negieren, aber uns selbst können wir doch nicht negieren. The one who's negating is existing. Derjenige, der negiert, der verneint, der oder die muss existieren. And we can't also negate that we're conscious. Und wir können auch nicht negieren, dass wir bewusst sind. We're inherently conscious. The nature of self is conscious. Wir sind uns inhärent bewusst und die Natur dessen ist Bewusstsein. We may not be conscious of something like in deep sleep, Wir mögen uns vielleicht wie im Tiefschlaf nicht bewusst von etwas sein, but no one would say I don't exist even in deep sleep. aber niemand würde sagen, ich existiere nicht mal im Tiefschlaf. And this consciousness and this existence is always present. It's infinite in that way. It's ananta. It's eternal that way. Und dieses Bewusstsein ist immer da, es ist ananta, es ist permanent ohne Ende. Satchitananda. It means that that's the way the Upanishads point to it. If we can deny it, it's not the self. If it's unconscious, it's not the self. And if it changes, if it's not eternal, it's not the self. Satchitananda, davon sprechen dann die Upanishaden. Wenn es sich ändert, dann ist es nicht das Selbst. So wherever your reasoning takes you, you can always fall back to that analysis. Wo auch immer deine Begründung dich hinführen wird, diese Methode, du kannst immer wieder zu dieser Analyse zurückkehren. Please. Also die Frage ist jetzt, ich frage mich selbst, wie ist es mit der Intuition? Ist die Intuition vielleicht verschieden vom Subjekt? They say we can intuit the self. That's what moksha is. We intuit the self. Und es wird gesagt, wir können sozusagen intuit, also wir können I understand, but I'm lacking. Wenn mir jemand helfen kann. Also sozusagen, wir können dem wirklich zugänglich sein, aber das ist dann das, was man Moksha nennt. You know, there's another way of saying this. Ja, wir können es intuitiv erfassen, aber das ist, ja. There's another way of saying this. We're experiencing this talk right now. We're experiencing this room, is it not?
Es ist doch so, dass wir alle gerade diesen Vortrag erfahren. Wir erfahren diesen Raum, so ist es doch, ne? And our life goes through series of experiences. Everything seems to be experience. Und so geht unser Leben durch Serien von Erfahrungen. Es schaut alles so aus, als ob wir es erfahren. We all want better experiences, Und wir möchten alle immer bessere Erfahrungen, richer experiences, more reicher fulfilling experiences. Erfahrungen und erfüllendere Erfahrungen. Yogis meditate, my God, yogis meditate. They want experience, don't they? Yogis meditieren, sie wollen Erfahrungen machen, ist es nicht so? Oh, I'm going to sit and boy, oh boy, I'm going to get a good experience today. Ich werde sitzen und kochen, wow, heute werde ich eine gute Erfahrung machen. We are all experience hunters, aren't we? We Wir sind hunt for alles experience, better Jäger nach experience. Erfahrungen, wir jagen diesen Erfahrungen nach. But what we're not aware of Aber was wir uns nicht gewahr sind, is that all experience is the self. dass all die Erfahrung, all das Erleben das Selbst ist. Know the self, and there is no better experience. All experiences are you. Kenn das Selbst und es gibt dann kein besseres Erleben. Alles Erleben, alles Erfahrung bist du. Look at dream. Dream is the best analytic tool we have. Schaut euch den Traum an. Der Traum ist das beste analytische Werkzeug, das wir haben. There's the same tiger that was chasing you yesterday Da war derselbe Tiger, der dich gestern schon gejagt hat. in my last talk. In meinem letzten Vortrag. And you're running from that tiger. Und du rennst vor diesem Tiger weg. And the tiger is chasing you. Und der Tiger jagt dich. You're filled with fear. Du bist von Angst erfüllt. And what is that experience? Und was ist diese Erfahrung? The whole experience is you, isn't it? Die ganze Erfahrung bist doch du, ist doch so. It's just an appearance in you. Es ist einfach nur eine Erscheinung in dir. It's not real. It's a thought. At best, it's a passing thought, a cloud, a wave. Was ist es? Es ist doch einfach nur ein Gedanke, bestenfalls ein Gedanke, der durch dich hindurchgeht, der dann verschwindet. Es ist wie eine Wolke und dann ist er weg. And then another dream comes. The tiger is canceled, and now you're climbing upstairs. Und dann kommt ein anderer Traum, der Tiger ist jetzt vorbei und dann steigst du Stufen hinauf. Just as the tiger was you, the stairs are you, the climbing is you. So wie du der Tiger warst, bist du jetzt die Stufen und derjenige, der die Stufen hinaufsteigt. The fear is you, Die Angst bist du, but you don't change. aber du änderst dich nicht. When you wake up, you look back at dream, and this becomes clear. You're aware that this is what's happening. This is exactly how we understand dream. Und wenn du aufwachst, dann wird dir klar, was der Traum war. Auf diese Art und Weise erschließen wir uns Träume. So too in waking. Und so ist es im Wachen auch. All these experiences are you. All of this here is you. All of this is in your consciousness. All diese Erfahrungen hier bist du, all das ist in deinem Bewusstsein. Not the individuals that are sitting here, Nicht die Individuen, die hier sitzen, but the idea of the individuals. Aber All of die- that is you. Ideen der Individuen, all das bist du. You were just photons coming into my eyes and sinking into my brain, communicating with my brain. Ihr seid einfach wie Photonen, die in meinen Geist hineinkommen und dann mit meinem Gehirn kommunizieren. Sounds as words coming into my ears, just vibrations and circulate and communicating with my brain. Klänge in Form von Worten, die in meinen Gehörsinn hineinkommen und dann mit meinem Gehirn in Kommunikation treten. The space between us is just an imagination of the mind, is just a perception. Der Raum zwischen uns ist einfach eine Vorstellung unseres Geistes. There is no space Es gibt keinen Raum between the thought of you, the perception of you, and my mind. Es gibt keinen Raum zwischen den Gedanken und der Wahrnehmung bezüglich euch und meinem Geist. Space is just a concept. Und auch der Raum ist nur ein Konzept.
Who can understand that? Who Wer can kann das fathom that? verstehen? How strange that is, isn't it? Wie eigenartig ist das? Ist doch so, oder? There's no space between you and your thoughts. Es gibt keinen Raum zwischen dir und deinen Gedanken. There's no space between you and the dream tiger. Es gibt keinen Raum zwischen dir und dem Tiger im Traum. There's no space between you and me. Es gibt keinen Raum zwischen dir und mir. Let's all just hug. Lasst uns einfach alle umarmen. I look around and I see some of you twirling, your eyes twirling, your heads twirling. What is this guy speaking about? Ich schaue mich umher und sehe bei euch, bei einigen hat das im Geiste was angeregt, die Augen drehen ein bisschen. I wonder if I can get a refund. Ihr wundert euch, ob ihr das wiederbekommen könnt. No, this is the way the texts teach us is the only way to peace. Und die Art und Weise, wie uns die Texte das lehren, das ist die eigentliche Möglichkeit zum Frieden. This is counterintuitive. Nobody would ever think this way. Niemand würde auf diese Art und Weise denken. Das ist in gewisser Weise gegen unsere Intuition. More and more and more and more as you start to read the texts, listen to the teacher. Listening is key, not to this teacher, but to Shivananda. If you listen to these great teachers, they confer on you the belief. They confer on you the possibility that this is what's true. Je mehr du dich in die Texte hineinbegibst, den Lehrern zuhörst, nicht mir, aber zum Beispiel Swami Shivananda, je mehr dessen wird sich diese Möglichkeit dir bestätigen. Otherwise, there's moments of peace we have. Wir haben Momente des Friedens. Otherwise, you get a raise and you're happy. You buy a new home, you're happy. You give birth to a child, you're happy. It fleets, it goes. Ansonsten bist du immer in diesem Rennen. Du bekommst ein neues Haus, dann bist du glücklich, ein neues Kind, du bist kurz glücklich, neue Arbeit und so weiter. How happy is that moment when the kid wakes you up for the second month at 3 in the morning? Wie glücklich ist dieser Moment, wenn dich dein Kind mit Oh, I 2 love you, Monaten honey. um Let's do 3 this Uhr again. morgens aufwacht. Okay, ich liebe dich, mein Schatz. Back to the dreaming state or to the dream. So there are dreams and I'm aware that I'm dreaming and that I'm aware that I am not the dream. Or I'm aware that I'm not the dream or what's ever going to happen in this dream. I'm totally aware that I'm not that. So in the waking state, then, when do I reach the point, or when the point will be reached that I'm completely aware of, that I'm not that what I perceive, what I'm experiencing? Yeah. When do I get to that point of wisdom, I can really say and understand, wow, I'm not that, I'm that. When do I get to that point? Yeah. If you don't realize it now, Wenn this du's moment, jetzt nicht in diesem Moment verwirklichst oder realisierst, you'll never get it. dann wirst du es niemals. It's not cause and effect. Es ist hier nicht Ursache und Wirkung. It's what's real. It's what exists. We just have to see. We have to see what exists. We have to discover it. Und es geht darum, was wirklich ist. Wir müssen sehen, was wirklich ist. Das müssen wir herausfinden. It has to become the most important thing in our life. Es muss das wirklich Wichtigste in unserem Leben werden. We devote every spare moment to not every spare moment. We dedicate every moment to discovering this. Und dass wir nicht nur jeden freien Moment, sondern wirklich jeden Moment dem widmen, das zu entdecken.
Nothing more valuable in life, nothing worth pursuing more than this. Nichts ist wertvoller im Leben, nichts ist wertvoller zu unternehmen als das im Leben. It's quixotic, you know quixotic? Like Don Quixote. You're like Don Quixote, you know, rushing after windmills. Bitte? Ja, das ist wie wenn man Don Quixote also quasi hinter Windmühlen herrennt. It's mad. Das ist eigentlich ein bisschen But there's blöd. But there's nothing wiser than to do this. Aber es gibt nichts, was weise wäre, als das zu machen. Nothing more enigmatic, nothing more challenging, nothing more confusing than to Es do. gibt keine größere Herausforderung, nichts Verwirrenderes. I've done this for my whole life, my whole adult life. Ich habe das während meines ganzen Lebens, während meines ganzen Erwachsenenlebens gemacht. Getting married and having a kid is a distraction to me. Und verheiratet zu sein und ein Kind zu haben, lenkt mich ab. I'm sick. Ich bin krank. I'm telling you, it's mad. It's just mad. Ich bin I einfach ein don't bisschen recommend this verrückt. for anybody. Ich schlage das nicht allen vor, nein. But I have to tell you, there's just no other choice. Aber What ich else muss do es you euch do? sagen, ich habe keine andere Wahl. You're going to run after experience. You're going to run after money. You're going to run after love. Du kannst nach Erfahrungen haschen, nach Erfahrungen rennen, nach Liebe, nach Geld, nach all dem. Run after your kid. This is adolescent kid who's moved out of the house and doesn't Du even kannst call auch you deinem anymore. einem erwachsenen Kind nachrennen, das schon ausgezogen Good ist, for dich noch nothing nicht little mal brat, anruft. you know. Give up all your money. You stay up all night working, worrying about. He's gone. Und du gibst all dein Nein. Geld deinem Jungen und du bist die ganze Nacht wach und machst dir Sorgen über ihn und dann ist er weg. Pursuing this goal, pursuing this idea is mad, but it is a little bit more sane than doing anything else in life. Diesem Unterfangen jetzt nachzukommen, ist eigentlich ein wenig verrückt, aber es ist doch ein bisschen besser, ein bisschen heiliger als alles andere. I don't think anybody will ever say that to you. Ich denke, das wird dir niemand sonst sagen. Almost 60 years of experience with this. Ich habe 60 Jahre Erfahrungen damit And I'm telling you the fruit of my study. und ich erkläre oder ich gebe euch jetzt die Frucht meiner Studien. I'm mad. Ich bin verrückt. And you're listening to me give a lecture, huh? Und ihr hört mir zu hm? You're trying to listen, you're trying to learn from me. Und ihr versucht von mir zu lernen. God, please. You had a follow-up? Ich habe gefragt, er sagt ja, man kann es nicht erkennen. Und genauso wie im Traum, ich erkenne, dass ich gerade träume. Ich tue aber nichts dafür, dass ich es erkenne. Und manche Träume sind so, dass ich es nicht erkenne, dass ich gerade träume. Yeah. So you've said, okay, like it's nothing to be recognized, but just like in the dream, there are dreams I'm recognizing, okay, I'm dreaming. In other dreams, I don't recognize. I'm not being aware that I'm dreaming. The dream seems to be real. I cannot do anything to recognize it. No. It's nothing you can do. All the text is doing is pointing out what you're not. Alles, was die Texte machen, sie deuten darauf hin, was du nicht bist. You're not the body, you're not the mind, you're not the individual. Du bist nicht der Körper, du bist nicht der Geist, du bist nicht das Individuum. How can I make that? How can I remove the mistakes of you know? How do I get rid of myself as body? Wie kann ich diese Zweifel beseitigen? Wie kann ich mich selbst von dem Mich als Körper lösen? You just keep working at it. You keep studying. You keep listening. You know, now we have YouTube. We have, you know, these great teachers are on you know, broadcast their talks consistently, continuously. Und was machst du? Du wirst einfach weiter studieren, weiter lernen. Jetzt gibt es das Internet, es gibt YouTube, all die großartigen Lehrer, ihre Vorträge werden dort publiziert. Read the Upanishads, the Brahma Sutras, the Bhagavad Gita. Lest die Upanishaden, Brahma Sutras, die Bhagavad Gita. Become a sevaka at Yoga Vidya. Werde Sevaka bei Yoga Vidya. Shanti, it's late. Shanti, es ist schon spät. I'm sorry, next. Es tut mir leid. Get your question. Purnamada
Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bolo Shri Satguru Shivananda Maharaj Ki. Jai. Hari Om Tat Sat. Thank you. Hari Om Tat Sat. Ich danke euch allen. Thank you, Chandra. Thank you so much. Yeah, yeah.